Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind immer noch hier in Kapstadt, Südafrika. Heute schauen wir uns die Stadt noch ein bisschen weiter an und auch das Umland. Dahin nehmen wir euch jetzt mit und los geht's nach dem Intro. Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier. Eigentlich berichten wir in unseren Videos von unseren Reisen mit dem Campervan. Die letzten 1,5 Jahre sind wir mit unserem Kastenwagen kreuz und quer durch Europa gereist. Davor auf dem Landweg über die alte Seidenstraße von Deutschland über Zentralasien bis nach Thailand gefahren. Ja, wirklich mit diesem Auto hier. Und jetzt, nach 31 Monaten Vollzeit-Vanlife, lassen wir unseren Camper zum ersten Mal stehen und sind nach Südafrika geflogen. Im letzten Video haben wir von unserer doch recht turbulenten Anreise berichtet und euch mitgenommen auf unsere ersten Tage in Kapstadt und Umgebung. Im heutigen Video erklimmen wir den berühmten Tafelberg, sind wir erstaunt über dessen Weitläufigkeit, werden wir beim Sonnenuntergang gucken fast weggeweht und machen eine ausgiebige Walking-Tour durch Kapstadt. Los geht's! Als wir heute Morgen aufgewacht sind und aus dem Fenster geschaut haben, haben wir gesehen, dass über dem Tafelberg keine einzige Wolke ist und ja nicht wie sonst so oft üblich eine dichte Wolkendecke, die hier Tablecloth genannt wird. Und für uns heißt das ganz klar, fertig machen, losfahren und versuchen heute auf den Tafelberg zu kommen, um die Aussicht zu genießen. Wir sind super gespannt. Hast du den Kaffee auch? Nein. Los, wir wollen doch hier hin. Muss mal aufwachen. Wir haben zwar nicht mehr ganz so früh und vor allem haben wir auch Samstag, das heißt es könnte voll werden, aber wir haben uns sagen lassen, wenn der Tafelberg so wolkenfrei ist, dann ja, muss man alles stehen und liegen lassen und sein Glück versuchen und das machen wir jetzt. Very importantly, ladies and gents, your tickets. Those tickets are return tickets, guys. So remember, no ticket, no return. It's a very long walk to freedom, guys. So please keep those tickets safe. Davon abgesehen, dass die Aussicht natürlich überragend ist, ist es auch hier oben einfach super schön. Ja. Sind so ein paar kleine Wege, viel Natur. Super schön. Ja. Oh, und ein paar Tiere, die haben wir nur noch nicht so richtig entdeckt, aber soll es geben. Wir halten Die weiter sehr Ausschau. aggressiv sein sollen. Ja, Dessies. Wir gucken gleich mal. Myanmar. What is that? Whoa.
Wir haben auf jeden Fall einen richtig guten Tag erwischt, weil selbst hier oben ist kaum Wind. Das ist echt... Und keine Wolke. Ja, keine Wolke. Jetzt echt... Mann, haben wir Glück. Ja. So, zwei ganz kurze Hinweise. Nummer 1, die Sonne im südafrikanischen Sommer knallt richtig. Man merkt wirklich, was sie für eine Kraft hat. Deswegen haben wir uns jetzt hier auch gerade nochmal hingesetzt, nochmal eingecremt. Ich habe eine Cap hier rausgeholt für gleich. Das darf man nicht unterschätzen, gerade wenn man wie wir aus dem deutschen Winter kommt und noch so weißkäsig unterwegs ist. Ja. Das ist definitiv eine wichtige Sache. Also Sonnencreme ist an der Tagesordnung. Ja, und zweitens, wir haben uns die Entscheidung, hierher zu kommen in dieser Zeit, ja wirklich nicht einfach gemacht. Und wir haben viel darüber nachgedacht und versucht, die Situation abzuwägen. Aber jetzt, wo wir ein paar Tage hinter uns haben und so wie wir die Bedingungen hier vor Ort und die Situation hier vor Ort wahrnehmen, fühlt es sich absolut richtig an. Es war, glaube ich, die absolut richtige Entscheidung, auch vor dem Hintergrund, dass wir eben eine eigene Unterkunft haben und ein eigenes Transportmittel. Ich glaube, es war die absolut richtige Entscheidung. Und ich meine, es gibt keinen anderen Ort, wo ich jetzt gerade lieber wäre. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie es um uns herum aussieht, wenn man sich bewusst macht, wo wir hier gerade sind, auf dem Tafelberg, im Sommer, bei traumhaftem Wetter. Ich meine, könnte kaum besser sein. Nee, was will man mehr? Ich glaube, es ist richtig. Ja. Wir sind jetzt gerade hier auf der Rückseite angekommen und man kann hier echt eine ganze Weile laufen, wenn man möchte. Also es ist schon ganz schön weitläufig. Sehr cool. Ja, das war doch mal ein wirklich gelungener Ausflug. Es war richtig, richtig cool. Wir haben noch eine kurze Pause gemacht hier im Café, noch eine Kleinigkeit gegessen, Kaffee getrunken. Auch richtig gut, sehr empfehlenswert, nicht zu teuer. Aber jetzt müssen wir runter, die Sonne ballert so dermaßen. Wir müssen auf jeden Fall runter. Ja.
Wir waren jetzt nochmal zurück in der Wohnung, haben uns ein bisschen ausgeruht, haben uns nochmal frisch gemacht und jetzt wollen wir versuchen, ob wir einen Sonnenuntergang zu sehen bekommen. Wir wollen ein bisschen rausfahren aus der Stadt in Richtung Norden zum Bluebergstrand. Von da soll es einen ganz netten Blick zurück nach Kapstadt geben und ja, die Sonne geht gleich unter und wir hoffen, dass wir das uns schön anschauen können. Los geht's! Es ist unglaublich windig. Ich werde jetzt mal gucken, ob wir irgendwie da halbwegs sinnvoll draußen sein können. Und es sind super viele Kitesurfer unterwegs und die fliegen darum. Ja, ich versuche mal rauszugeben mit der Kamera, um zu entscheiden, ob das irgendwie halbwegs sinnvoll ist. Um sich an den Strand zu legen und den Sonnenuntergang zu genießen, war es definitiv viel zu windig. Aber den Naturgewalten zuzuschauen und den Kitesurfern, wie sie dagegen ankämpfen bzw. mit dem Wind über die Wellen donnern, war ein Erlebnis für sich. Und auch wenn es aufgrund des Windes recht diesig war, sind Sonnenuntergänge am Strand doch trotzdem immer irgendwie ganz besonders. Zumindest für uns. Oh Mann, der Wind war echt heftig oder ist heftig. Es war super schwierig gerade zu stehen, geschweige denn eine Kamera stillzuhalten. Aber ja, die Aussicht war trotzdem richtig toll. Schöner Abend und jetzt fahren wir zurück und versuchen noch irgendwo was zu essen zu finden. Wir sind gerade auf dem Weg in die Innenstadt, um an einer Free Walking Tour durch den historischen Stadtkern teilzunehmen. Diese Free Walking Tours, die sind immer eine ganz coole Möglichkeit, ein paar Informationen mitzunehmen. Das machen wir immer mal wieder ganz gerne. Filmen werden wir dabei wahrscheinlich nicht, weil das ja einfach ein bisschen unhöflich ist. Aber wir schauen mal, was wir einfangen können und gehen im Zweifel danach einfach nochmal alleine los mit der Kamera und lassen euch wissen, was wir gelernt haben. Yeah. Kapstadt ist eine wahnsinnig vielfältige und abwechslungsreiche Stadt. Und auch wenn wir uns auf unseren Touren zu Fuß durch die Stadt hauptsächlich im und um das Stadtzentrum herum bewegen, also keines der vielen und weitläufigen Townships besuchen, merkt man diese Mannigfaltigkeit auch hier. Jeder Stadtteil ist anders und sowieso treffen hier die Einflüsse der europäischen Kolonialmächte auf eine lange Tradition afrikanischer Wurzeln. Der CBD, kurz für Central Business District, in dem wir unser Airbnb gefunden haben, ist das Stadtzentrum. Hier reihen sich moderne, hohe Bürotürme an Parlamentsgebäude, die Provinzverwaltung, das Hohe Gericht und mehr. Aber es wird nicht nur gearbeitet. Die meisten von Kapstadts Bars findet man wohl hier. Genauso wie den schönen The Company's Garden Park, die geschichtsträchtige St. George's Cathedral
und den vor allem unter Touristen beliebten Green Market Square. Direkt angrenzend an das Stadtzentrum liegt Burgkaap, einer der ältesten Stadtteile Kapstadts. Hier siedelten sich im 18. Jahrhundert die ersten Kapmaleien an, nachdem sie aus der Sklaverei entlassen wurden. Die Kapmaleien sind eine ethnische Gruppe, die ihre Herkunft auf muslimische, südostasiatische Sklaven und Kontraktarbeiter in den Zeiten der niederländischen Kolonialherrschaft zurückführt. Heute ist Burgkaap vor allem für seine farbenprächtigen Häuser bekannt. Warum die Bewohner einst damit begannen, ihre Häuser in bunten Farben zu streichen, ist heute Gegenstand vielfältiger Mythen. Im Anschluss laufen wir durch den Stadtteil Greenpoint und vor allem durch den Greenpoint Park, eine weitläufige Grünanlage in perfekter Position zwischen Stadtzentrum und Küste. Von hier hat man nicht nur einen herrlichen Blick zurück auf den Lions Head und Signal Hill, sondern auch auf das Stadion, das hier für die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 gebaut wurde. Warum haben wir eigentlich nie Glück und sehen Otter? Wir waren schon an so vielen Orten, wo wir theoretisch hätten welche sehen können und hatten einfach noch nie Glück. Aber wir müssen wahrscheinlich mal früh morgens oder spät abends kommen. Ja, Cape Clawless Otter. Can be active during the day and night. Between people and others. Auf unserem Rückweg durchqueren wir die Victoria and Alfred Waterfront. Ein restauriertes Werft- und Hafenviertel rund um den historischen Hafen Kapstadts. Ein Besuch gilt als Must-Do und auch wir empfehlen hier definitiv eine Runde zu drehen. Allerdings gleicht das gesamte Areal im Grunde einem riesigen Shoppingcenter und ist Hauptanlaufpunkt für Touristenattraktionen. Wer auf der Suche nach neuen Klamotten, Restaurants, Anbietern für Helikopterrundflüge oder Bootstouren ist hier absolut richtig. Ja, wir haben beide heute den ganzen Tag gearbeitet und saßen ja von morgens bis abends an unseren Laptops. Aber ja, wenn man in Kapstadt
wohnt oder Urlaub macht, kann man dann einfach eine Viertelstunde hier hochfahren zum Signal Hill und hat einen traumhaften Blick auf den Sonnenuntergang und runter auf die Küste. Das ist schon ein Traum. Ja, Kapstadt ist schon wirklich eine richtig tolle Stadt. In den nächsten Tagen werden wir auch noch mehr von der Stadt erkunden und uns auch noch ein bisschen das Umland anschauen, denn das hat auch super viel zu bieten. Pinguine haben wir ja schon beim letzten Mal gesehen, aber Kapstadt hält noch so viel mehr Besonderheiten bereit. Auch aus der Luft werden wir uns die Stadt und das Umland noch anschauen. Und gestern Abend haben wir einen ganz besonderen Ort entdeckt, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Aber der schafft es erst ins nächste Video. Fest steht, wir haben noch einiges vor. Wenn ihr Lust habt, davon mehr zu sehen, dann schaut auch nächste Woche wieder vorbei. Wir werden versuchen, ab jetzt wieder jeden Sonntag ein Video hochzuladen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann klickt gerne unten auf den Daumen hoch und abonniert natürlich auch gerne unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das würde uns beides sehr, sehr freuen. Und damit verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, ganz, ganz herzliche Grüße aus der Ferne und bis zum nächsten Mal.